Ja, hallo zusammen. Wir sind hier auf der FMB. Ich sitze hier zusammen mit dem Dietmar Schmidt. Hallo. Der arbeitet für die Solid Pro, ist unser größter Reseller in der Dachregion für die Apps für SolidWorks. Und ich dachte, wir sprechen mal über die neue Version 4.1. Ist ja jetzt ganz frisch raus. Gucken wir uns mal an. Ja, da bin ich gespannt, was da Neues zu sehen gibt. Kollege blendet es einfach mal gerade ein. Wir sehen gerade so ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass eigentlich alle Verbindungen wurden jetzt überarbeitet. Das heißt, man kann die zum einen bearbeiten, alle Teile, muss es nicht mehr löschen und neu machen. Und Cool. Was jetzt auch mit drin ist, in jeder einzelnen Verbindung, dass wir Presets speichern können. Das heißt, wenn du irgendwelche Einstellungen bei der Rippe zum Beispiel gemacht hast oder sowas, dann kannst du halt die einfach wieder laden aus der Datenbank. So eine Art, also wie kennst du ja schon von den geil, Kopfplatten, ja. So eine Art selbstlernende Datenbank. Und das ist schon ganz cool. Gerade bei den Rippen können wir hier auch mal gerade uns angucken, ist jetzt auch drin, dass man die endlich an einer Skizzenlinie ausrichten kann. Ist blöd, wenn ich das sage, frag mich nicht, warum es nicht drin war. Man konnte es vorher nur an der Körperkante ausrichten. Ja, aber jetzt haben wir es drin. Viele drauf gewartet, sag ich dir. Die Liste war lang. Glaube ich gerne. Ja, also zusätzlich, wenn man die ganzen Presets hat, muss man die auch irgendwie verwalten. Gab ja auch vorher das Problem, dass man quasi entweder alle löschen konnte oder nichts. Okay. Beziehungsweise es war umständlich. Jetzt gibt es so einen Preset Manager, nennen wir das. Da kannst du die zum einen verwalten, das heißt umbenennen, die angucken, was damit verknüpft ist. Aber du kannst die zum Beispiel auch teilen. Das heißt, wenn Kann wir die weitergeben an meine Kollegen? Genau. Ja, cool. Du könntest es sogar exportieren und dann irgendwie ein völlig Fremdes schicken, aber du kannst es auch einfach innerhalb der Firma quasi verteilen. Zusätzlich sind auch noch, können wir uns auch gerade mal angucken, so ein paar Evaluierungstools drin. Das heißt, wir können prüfen, ob irgendwelche Schraubenattribute defekt sind oder solche Geschichten. Was ja schon mal passiert, wenn die Software nicht so angewendet wird, wie sie soll. Also wenn man zum Beispiel Teile einfach rauslöscht, ohne, dass sie, also ohne unsere Funktionen dafür zu nutzen, dann bleiben irgendwelche Attribute hängen. Und das kann man dann jetzt auf jeden Fall vernünftig gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Das ist ja prima. Also ich kann die Konstruktion dann quasi reparieren, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Richtig. Cool. Ja. Nee, das sind auf jeden Fall eine Menge Sachen. Ist vor allem diese ganze Vereinheitlichung der Dialoge. Ich glaube, das ist wirklich für viele Leute ein Thema Macht gewesen. das Leben einfacher. Ja. Ja, bin ich mir sicher, dass sich da viele Kunden drauf freuen. Ja. Was mir da spontan einfällt, gibt es ja mittlerweile eine Lösung fürs Kennzeichnen, für das Labeling von den Stahlbauteilen, von den Profilen, von den Rippen, für die auf der Baustelle das einfache Auffinden, Zuordnen. Schön, dass du den Finger in die Wunde legst. Nein, wir hatten ja vorher im DSTV-Assistent, ging das ja schon immer, also das Scribing auf den DSTV-Daten. Genau. Auf den Blechteilen, Knotenblechen etc. ging das ja auch schon immer. Ja. Aber der DXF-Export hat es leider nicht mitgenommen. Ist aber jetzt in der 4.1 auch mit drin. Da kann man, wir können es auch mal gerade einblenden, kann der Kollege mal gerade machen. Wir können jetzt hier auf der linken Seite quasi einstellen, was wir drin haben wollen. Also siehst du ja hier die Beschriftungen natürlich. Genau. Oder auch die Biegelinien, zum Beispiel wenn wir jetzt an die Blechteile denken. Ja. Dann haben wir einfach eine vollständige DXF-Datei nachher. Ja, ist echt geil. Also da bin ich mir sicher, dass sich da einige drauf freuen. Ja, und das auch direkt umsetzen werden. Das war halt auch ziemlich blöd, dass es vorher nicht ging, aber so ist das manchmal in der Softwareentwicklung. Ne? Ja. Doch, das ist richtig cool. Ja. Was machen wir denn, wenn ein Kunde von uns jetzt nicht mit euren Kopfplatten beispielsweise arbeiten will, die in der Datenbank drin sind, sondern seine eigene Kopfplatte designen möchte? Das kann ja doch ein recht großer Aufwand sein, die in SolidWorks zu konstruieren und dann kann es ja denn überhaupt verfügbar machen in Solid Steel? Speziell jetzt bei Kopfplatten, Knotenblechen und sowas haben wir sogenannte Basis-Templates. Ja. Die kann ich natürlich bearbeiten in einer einfachen Form. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Kopfplatte soll immer abgerundete Ecken haben oder sowas, dann kann ich die natürlich entsprechend bearbeiten. Ist aber halt einmalig, dann haben alle Kopfplatten eine abgerundete Ecke. Okay. Was gibt es noch nicht, wird aber kommen. Wird kommen, ist extrem cool.
können wir mal reingucken. Wir können in absehbarer Zukunft komplett individuelle Verbindungen anlegen. Nicht nur eine eigene Kopfplatte, sondern auch mit eigenen Blechen komplett individuell geformt. Wir können uns das hier mal anhand von so einer bisschen komplexeren Rahmenecke angucken. Wenn das Video kommt, jetzt kommt's, dann man sieht, also du wählst einfach nur noch beide Profile aus. Und dann werden die Verbindungen vorgeschlagen, die in der Datenbank drin sind, die quasi diesen beiden Profilen in der Einbausituation zugeordnet sind. Und ja, jetzt ist schon da. Also es ist unglaublich schnell, ist auch parametrisch. Das heißt, wenn sich jetzt die Konstruktion ändert, höher, breiter, länger, was auch immer, dann wandert es auch mit. Aber fliegt natürlich raus, wenn sich jetzt der Winkel zum Beispiel ändert oder sowas, klar, ja. Weil die Verbindung natürlich nur für diesen einen Winkel angelernt wurde. Und wir sehen jetzt, hier sind auch halt Blechformen verbaut, die wir so mit Solid Steel nicht abdecken können. Das heißt, wenn wir diese Rahmenecke hätten konstruieren wollen vorher, ging das natürlich auch, hätte aber mehr Zeit gekostet, weil ich die jedes Mal hätte neu aufbauen müssen, mit allen Teilen etc. Wow. Ja, ist cool. Ja, ne? Da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Ich kann dir leider noch nicht sagen, wann es genau kommt. Ist ja jetzt im Moment halt in internen Tests. Okay. Also absehbar. Ja, ich denke mal spätestens in der Version 5, die dann nächstes Frühjahr kommt. Ob es jetzt noch in einem Sub-Release von der 4 kommt, weiß ich nicht genau. Das müssen wir so ein bisschen gucken, wie die Entwicklung durchläuft. Wow. Aber ist schon cool. Da freuen wir uns drauf. Ja. Nee, genau. Das Super. ist jetzt eigentlich so mal ein Überblick, beziehungsweise sogar schon ein Ausblick. Ausblick? Ja, genau. Und ja, ich denke, den Leuten gefällt's und dann sehen wir uns. Sebastian, 1000 Dank für den Einblick. Gerne. Ich freue mich drauf, wenn die neuen Funktionen kommen. Super, dann mach's gut. Vielen Dank. Ciao.